Die Pirate Papers. Hallo und willkommen. Die heutigen Themen sind aktuelle Überfälle, Combat Logging und EMP. Aber zunächst zum Gooks Piraterieindex. Der Guppy verbleibt bei seinem Wert von 2,17. Es ist davon auszugehen, falls es vielleicht doch kurzfristig eine erhöhte Spielerpopulation geben wird, dass der Index leicht ansteigt. Ebenso wird der Wipe eine leichte Erhöhung bringen, die aber nur von geringer Dauer sein dürfte. Der warme Sommer wird außerdem zum Festhalten an einem unteren Wert beitragen. Aktuelle Überfälle. Das unbeirrt aktive Mongrel Squad hat in ihrem letzten Coup eine Hercules C2 aufgetan. Diese hat sich auf Ariel im Bereich Hurston mit Waren versorgt. Wie bereits in einem der letzten Pirate Papers erwähnt, sind Bedstack und Latan zwei der beliebten Handelsposten, bei denen man mit etwas Geduld Händler finden kann. Bemerkenswert ist die notwendige Feuerkraft, die es brauchte, um die Schilde herunterzuschießen. Eine Ares Ion tat unter anderem ihr Bestes, um dann mit immerhin 3 koordinierten EMPs das beladene Schiff zu deaktivieren. Ich möchte sowohl der Mongrel Squad als auch dem Piloten Rim Battle, der Hercules, mein ganz persönliches Lob aussprechen, der sich spielkooperativ zeigte und dem Überfallkommando die geforderte Summe überwies. Außerdem berichtet mir einzelne Piloten von unter anderem erfolgreichen Auftreiben von Rockminern. Dies erfordere wohl immer noch viel Sucharbeit, ist allerdings einigermaßen machbar und profitabel. Combat Logging. Das Ausloggen, um einem PvP-Kampf zu entgehen, ist noch immer möglich. Gerüchte, dass ein Delay eingebaut wurde, sind nicht korrekt und rühren wohl von einem Bug beim Garbage Collector her. Todd Peppy erklärte in einem Inside Star Citizen, dass es bei CIG teamübergreifend klar ist, dass es übliche Mechanismen geben muss und wird, die Spieler davon abhalten, den PvP-Kampf vermeiden zu können. Eine Flucht mit Alt F4 wird sich auf Client-Seite sicherlich nicht verhindern lassen, allerdings wird dieses Verhalten zukünftig dazu führen, dass ein gegnerisches Schiff weiterhin für eine gewisse Zeit im Verse verbleiben wird, anstatt auf der Stelle zu despawnen. Ob es andere Strafen geben wird, bleibt offen. Ein ähnliches Verhalten wird es vermutlich für Bad Lockouts geben, die zum Beispiel Händler davor schützen, ihre Ware im Kampf zu verlieren. Wie bereits erwähnt, ist es trotz massiver Wünsche aus den Reihen der Community noch nicht auf der Liste der bald umzusetzenden Dinge. Ich empfehle daher, feinfühlig zu reagieren und so zeitnah wie möglich Gewalt anzuwenden, wenn auch nur im Ansatz zu erkennen ist, dass es sich bei den Opfern um solche Exploiter handeln könnte. EMP. EMPs der Schiffe in Version 3.17.2 sind soweit bekannt voll funktionsfähig, auch wenn es vor einigen Patches noch Probleme gab. Es lohnt sich, auf der Seite von aircool.games die aktuellen Daten zu filtern. Vor allem wurden die Reichweiten der effektiven Auslösung zum Ziel bereits in einem der früheren Patches auf den Ursprungszustand versetzt. Die EMP-Schiffe mit der beschränktesten Auslösedistanz von 250 bis 750 Metern sind weiterhin die Avenger Warlock und die Vanguard Sentinel. Mit fast baugleichen EMP-Systemen, dem REP-VS bzw. REP-8 und dem größten Einzelschaden haben die Piloten nur 500 Meter Spielraum zum Ziel. Meine lieben Piraten, achtet also darauf, nicht zu nah auszulösen. Im Gegensatz zur Anvil Hawk besitzt die seltene Saber Raven sogar 2 Tromak Burst EMPs. Der Tromak liefert jeweils die Hälfte des Schadens der beiden stärkeren Schiffe. Dafür liegt die Auslösedistanz etwas großzügiger zwischen 150 und 750 Metern. Ich persönlich finde die Hawk etwas underperforming für ein Schiff, welches eine Bounty Hunter Klasse sein soll. Hier empfiehlt es sich dringend, clevere Kombinationen der Schiffsbewaffnung zu finden und den Einsatz von Distortions nicht aus den Augen zu lassen. Denkt aber daran, dass ein fehlender Flügel bei der Hawk gleich auch mindestens ein fehlendes Geschütz bedeutet. Die Positionierung der Waffen sollte daher nicht willkürlich vorgenommen werden. Meine Empfehlung geht klar zur Avenger Warlock, da die Wendigkeit und der Einsatz mit mehreren Piloten ein schnelles Ende für so manchen unvorsichtigen Transporterkapitän bedeuten kann. Egal welches Schiff,
Für den Einsatz von EMP gilt aber weiterhin, dass es ein Kahn kaum alleine fertig bringt, solide Ergebnisse zu erzielen. Fliegt nicht allein. Und passt auf euch auf da draußen. Ich bin der Gux. Ich bin raus.